Der Bruch, Demokratiedämmerung, Aufbruch zur Freiheit. Sie stießen es von sich, keine Gänge mehr zur Wahlkabine, keine vergeblichen und destruktiven Versuche mehr, das eigene Schicksal alle 4 Jahre nur mit Kreuzen auf unbedeutenden Zetteln zu retten. Alles begann mit dem Boykott. Wer die Wahl boykottierte, machte nicht irgendwelche Gegner stark. Jene hatten keine Gegner mehr. Sie spielten nicht mehr mit. Sie wollten nicht mehr repräsentiert werden. Schließlich konnten sie nie repräsentiert werden. Parteien spalteten die Gesellschaft. Sie ermöglichten ihr nicht die politische Teilnahme. Sie bildeten Meinungen in den Köpfen und Herzen der Menschen, die sie an die Parteien, nicht an die Menschen binden sollten. Die Parteien ließen die Gesellschaft zersplittern. Die Debatten trübten den Blick für Sachlagen. Sie schafften es, die Parteidiskussionen in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei ging es um Parteimeinung und Disziplin, nicht um die Bürger. In gleichem Maße wie die Parteien zur Spaltung beitrugen, stieg deren Bedeutung. Und je erfolgreicher sie spalteten, desto vollkommener wurden Parteien ihrem Wesen gerecht. So schwangen sie sich zu Repräsentanten des Willens der Bürger auf. Doch der Wille lässt sich nicht repräsentieren. Der Wille ist das den Menschen Ausmachende, die Grundessenz des menschlichen Daseins. Sollte diese nur alle 4 Jahre aufblitzen, um dann für 4 weitere Jahre im Jenseits sich zu entladen? Sollten die Menschen nach der Abstimmung auf ihr Menschsein verzichten? Erst waren es Einzelne, die nicht ernst genommen wurden, da sie die angebliche Logik der Wahlenthaltung und deren negative Konsequenzen für die eigene Position nicht verstünden. Und eines Tages waren es 45% der Wahlberechtigten. Nahezu die Hälfte aller zur Wahl Berechtigten, dies entsprach einer Zahl von 30 Millionen Menschen, die freiwillig auf ihr Recht zur Willenseingabe und damit zur dispositiven Willensfreigabe verzichteten. Die Wahlen wiederholten sich, doch das Ergebnis veränderte sich nicht. Im Gegenteil, je mehr die sich Enthaltenden in den Medien als verantwortungslos und naiv dargestellt wurden, desto mehr Zulauf hatte die Ablehnung des Status quo. Sämtliche Parteien riefen die Bevölkerung auf, zu wählen. Linke sowie rechte Parteien und allen voran die Parteien der Mitte drangen mit mahnenden Worten über sämtliche Kommunikationskanäle in die Ohren und Köpfe der jedoch bereits nicht mehr zu überzeugenden Menschen. Die Aufrufe wirkten nicht mehr. Die Gängelung hatte sich verwirkt. Das Vertrauen war verloren oder eher, das Vertrauen in die Fähigkeiten und die Ziele der Parteien war erfüllt, aber eben in jener Weise, durch die das Volk zunehmend volle Gewissheit über die der demokratischen Willensäußerung abträgliche Bedeutung erlangte. Die Parteien und allen voran deren Vertreter, die sich als Repräsentanten des Volkswillens präsentierten, vermochten ihr Publikum nicht mehr zu begeistern. Wie das herkömmliche Fernsehen, das durch rein passives Wählen von teils beschränkten und vorgegebenen Programmen und damit Inhalten geprägt war und von deutlicher weniger beschränkten und vielfältigeren Inhalten auf Plattformen wie beispielsweise YouTube abgelöst wurde, so bezweifelten immer mehr Wähler und vor allem Nichtwähler ihre rein passive und sehr beschränkte Rolle als Publikum und begannen für sich eine aktivere Rolle durch zumindest teilweise eigens gewählte Inhalte zu fordern. Ein Wort mitreden, so die anfänglich moderate Forderung. Sie ließen sich wählen, indem sie dafür warben, nicht wählen zu gehen. Aber nicht die Wahlen an sich wurden von ihnen sabotiert, sondern die Wahlen, die nur Parteiwahlen darstellten. Sie würden die Wahlen auf eine neue Stufe heben. Ein jeder zugelassene Polit, so wurden alle Menschen genannt,
die die Grundvoraussetzungen zur Teilnahme an den umfassenden Wahlen und Beratungen erlangten und sich zu Teilen der Vernunftdemokratie entwickelten. Anders gesagt, jene Teile der Bevölkerung, die sich zur Freiheit und Vernunft bekannten, die doch nichts anderes waren als die Formen ihrer eigenen geistigen und körperlichen Existenz zur Blüte gebracht. Ein jeder Polit also war ein existenzieller Teil des politischen Organismus, ein lebendiges, sich aus sich selbst perpetuierendes Ganzes, worin die Menschen nicht nur die ausführenden Hände der politischen Entscheidungen besaßen, sondern vielmehr das Gehirn des gesamten Organismus darstellten. Verfassungen, Gesetze, aber auch Beratungen und Beschlüsse und nicht zuletzt die Wahl der von Experten vorgestellten Empfehlungen zu Sachlagen und Problemstellungen waren der Kern des Politischen als Vernunftsystem. Und des Politen Aufgabe als existenzielle Seite der geistigen Einheit war die stete Beratung, Beschlussfassung und Umsetzung seiner sich selbst erlegten und mit den Vernunftgedanken der gesamten menschlichen Erkenntnis abgestimmten Vorgaben. Ihre Zustimmungswerte wuchsen in demselben Maße, wie die Enthaltungen zunahmen. In der Öffentlichkeit wurden die Außensteher kritisiert, dafür, dass ihre Enthaltungen die Sache der radikalen Parteien stärkten. Aber es waren keine Enthaltungen. Es war die aktive Weigerung, und es stellte sich heraus, dass deren Zusammenhang mit dem Erstarken radikaler Parteien derselbe war, der die Entstehung der radikalen Parteien durch die sogenannten gemäßigten Parteien auszeichnete. Es war nämlich längst kein Geheimnis mehr. Alles ist miteinander verwoben. Und es ging auch nicht um Extremismus oder Mittelmaß, nicht um links, Mitte oder rechts. Es ging um Selbstbestimmung als Gesellschaft, um die Überführung des einzelnen Subjekts als Mensch und Bürger zum Staatsbürger und so um den aufgeklärten und selbstbestimmt handelnden Menschen. Nichts weniger als die Fortführung der Aufklärung in die Erhebung und die Selbstermächtigung durch die Selbstverteidigung des gesellschaftlichen Subjekts, welches ist, alle Subjekte einer Gesellschaft als politische und somit sich verwirklichende Personen. Die Aufklärung hatte Licht in die Dunkelheit gebracht, aber auch einige blinde Flecken. Dass die Bewusstwerdung der absoluten Zweckhaftigkeit des Menschen und somit die Freiheit jedes Einzelnen und damit auch aller als Organismus sich auf diesem Planeten zusammenfindenden Individuen und Kollektive ihren universalen Charakter durch die aufklärerischen Denker erkannt wurde, genügte nicht. Zahllose Opfer und tapfere Menschen waren vonnöten, sofern sich die Gedanken in den Lebensverhältnissen aller manifestieren sollten. Die Aufklärung, die ihren Ausgang im sokratischen Athen hatte, bedurfte immer wieder Handlungen und Institutionen, die das Denken in die Sphäre der Wirklichkeit übertrug. Ein langer Weg des Gedankens, des freiheitlichen, selbstbestimmten und demokratischen Menschen ist bereits zurückgelegt. Wohl aber kann die Freiheit, die Selbstbestimmung und diese beiden Verwirklichungsformen menschlich vernünftigen Lebens in Existenz bringenden Handlungen und Ordnungen sowie Institutionen noch nicht als wirklich und somit in der Welt ihre Kreise ziehend festgestellt werden. Einmal mehr ist der Gedanke der tatsächlichen Daseinsform weit voraus. Wie nach einer Dürreperiode die regenschwangeren Wolken unglaubliche Mengen in sich bergen, um endlich aus sich heraus mit Überschwang die lang ersehnte frische Nässe zu ergießen, so wartet der Gedanke der vernünftigen Freiheit darauf, in die Wirklichkeit der menschlichen Existenz hereinzubrechen. Durch die autonome Handlung des gesellschaftlichen Subjekts, also die Selbstbestimmung aller Subjekte, würde die Autonomie und die Würde des Menschen an die Spitze der Gesellschaft geführt, wo sie noch nie war und die immer wieder von Würdelosigkeit und Fremdbestimmung besetzt wurde. Jedem war bewusst, dass dadurch nicht alle Fehler beseitigt würden, da Leben und Fehlen genauso zusammengehören wie Parteien und Zersplitterung.
Dennoch waren sich alle darüber einig, dass ein großer Schmerz auf den Menschen lastete, ein unmündig machender Schmerz, verursacht von einer vorsätzlich missinterpretierten Passage des Grundgesetzes, die im Artikel 20 im zweiten Absatz mit Stolz verankerte Formel der vom Volke ausgehenden Staatsgewalt. Eine Gewalt, die in Wahlen und Abstimmungen kulminiert, geordnet und geleitet, aber doch eingehegt von Organen, die wiederum jener Gewalt unverfügbar gegenüberstehen. Die den Bruch verfolgten, waren nicht gegen die Ordnung der Gewalten. Sie befürworteten diese als grundlegende Instanzen einer demokratischen Verfassung, die dieser Beziehung Würde verliehen. Doch sie hielten jene in der aktuellen Formation für unvollständig und dem Ziel der Willensbildung und Willensformulierung antagonistisch gegenübergestellt. Denn anders als die Bezeichnung von Gewalten suggeriert, waren sie nicht drei unabhängige und selbstständige Entitäten. Ihre Existenz war nur relativ zueinander und wechselwirkend zu begreifen. Der Staat ist keine Maschine, die der Befriedigung von lediglich materiellen Bedürfnissen dient, die ganz klar zu einem menschlichen Leben dazugehören. Er ist vielmehr die Überführung der individuellen Natur des Menschen in eine kollektive. Er gleicht einem Haus, das dem Menschen mehr Schutz vor der Witterung bietet als die eigene Haut, das mehreren Individuen gleichsam Schutz und Möglichkeiten der Selbstentfaltung bietet. Noch mehr ist der Staat ein mit Leben gefülltes Haus, das von den Ideen und Handlungen der Individuen als Kollektiv profitiert, ausgebaut und erweitert wird, sich nahezu dadurch auszeichnet, dass es den Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu vervielfältigen und zu bilden. Auf der anderen Seite aber ebenso von den Bewohnern schöpft, die durch deren Zwecke und die eigens auf Verbesserung zielenden Veränderungen und Erweiterungen zum Erhalt und Ausbau beitragen und die Pracht des gemeinsamen Domizils vergrößern und genießen. Unvollständig war die Ordnung in jenem Sinne, da gesetzgebende, ausführende und richterliche Gewalten nicht ausreichen würden, eine organische und dem Souverän, der das Volk politischer Subjekte darstellte und als das Gehirn zu verstehen sei, angemessene Wirkung bei der Lösung gesellschaftlicher und damit politischer Konflikte zu entfalten. Diese geforderte Wirkung wurde in der Angemessenheit der Gewaltenordnung angestrebt. Dazu aber waren zwei weitere Gewalten vonnöten, wie die Boykotteure, wie sie anfangs genannt wurden, feststellten. Deren eine sollte die Meinung des Volkes zu Grundsatzfragen und Agendasetzung von politischen Themen in die politische und damit der grundsätzlich streitbaren Sphäre sicherstellen. Folglich wäre gewährleistet, dass sich der gesunde oder bisweilen ungesunde Menschenverstand institutionell in jeglicher Gesetzgebungsdebatte wiederfand. Die vierte Gewalt glich dem Nachbild eines Volkstribuns römischen Vorbilds. Ebenso sollten ein weiteres Vorbild zur Geltung kommen: der Wille aller, wie ihn Rousseau als Vorstufe und damit als unzureichende Form innerhalb des Gesellschaftsvertrags beschrieb. In der vierten Gewalt, kulminiert und damit artikuliert, würde dieser Wille seine berechtigte Berücksichtigung finden. Die Umsetzung dieses Vorhabens würde sich vertikal von der Bundes- bis zur Lokalebene erstrecken. In jeder Ebene würden Vertreter eingesetzt, die wie Volkstribune die Meinung aller sich freiwillig am Diskurs beteiligenden politischen Personen einholen und damit wirksam machen. Dies würde über eine eigens dafür vorgesehene Volonté-App über die Smartphones der registrierten Bürger erfolgen. Doch was nützte eine derartige vierte Gewalt, wenn doch allgemein angenommen wurde, dass das Volk, also der Wille aller, zu vielerlei Fehlentscheidungen führen würde, weil das Volk wechselhaft sei, chronisch falsch urteile, zu wenig Expertise habe und sich darüber hinaus leicht verführen oder gar hinters Licht führen ließe, wie in den Debatten um Fake News und Deepfake immer wieder postuliert wird. Auch hierfür
glaubten die den Bruch vorantrieben, an eine Verlagerung dieser Probleme auf die Vielheit der innerhalb der Gesellschaft auf Schultern sitzenden Köpfe. Indem eine fünfte Gewalt die modernen Patrizier darstellte. Aber diese waren keine Oberschicht, die sich aufgrund von Adelstiteln oder besonderen Reichtümern auszeichnete, sondern eine, wohl ausgezeichnete, weil intellektuell Verdienst gemachte Schicht von Experten, die in Komitees zu bestimmten Sachgebieten zusammenkamen. Experten, die nicht von bestimmten Regierungsparteien ausgewählt wurden, die lediglich ihre Meinungen bestätigten, vielmehr waren es Experten aus allen Lagern, die sich durch einen wissenschaftlichen Diskurs über die längst vergessene Kunst der Argumentation austauschten und ihre Ergebnisse, auch dergleichen in Aporien gefasste Resultate, als fünfte Gewalt institutionell zur Geltung bringen mussten. Es war dies, was, erneut auf Rousseau rückführbar, als der allgemeine Wille einer Gesellschaft identifiziert wurde. Diese Gewalt hatte demnach das Expertenwissen für das Wohlergehen der Gesellschaft bereitzustellen, gleichsam die besten Lösungen vorzubereiten und zu belegen. Politisch verantwortungsvolles Handeln würde sich jedoch nicht in Zahlen auflösen, und so war es keineswegs eine Garantie für erfolgreiches politisches Handeln, sofern nur genug Bürger in den Stand der Determinatoren, also in den Stand der Bestimmer, gehoben würden. Das Ideal der Volkssouveränität mündete keineswegs in ideale Politik. Die Erfolge der repräsentativen Demokratien allerdings, die stabile Gesellschaften ermöglichte, wie die zweite Hälfte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa demonstriert hatte, war ebenfalls keine Rechtfertigung für erfolgreiches politisches Handeln. Zunächst änderten sich die Implikationen und Explikationen des Begriffs Erfolg im Blick der sich auswachsenden und abwechselnden Generationen und, noch wichtiger, das Vertrauen in ein sogenanntes Expertentum wurde durch eben jene Repräsentatoren, insbesondere zu Beginne des 21. Jahrhunderts, enorm begrenzt. Allen voran brannte sich die eklatante Fehlentscheidung der Amerikaner im Jahre 2003 in das global-kollektive Bewusstsein ein und hinterließ eine nicht mehr von selbst heilende Narbe. Die Lüge, die dazu geführt hatte, in den Irak einzumarschieren, hatte nicht nur Despoten zur Nachahmung verleitet, wie die Kriege in Syrien und der Ukraine leidvoll demonstrierten, sie warf nicht nur einen eigenwilligen, tiefschwarzen Schatten über die staatlichen Institutionen, vielmehr warf sie ein gleißendes Licht auf die Frage nach dem Grad der Vernunft als vermeintlicher Antagonismus zwischen Expertentum und Volksverstand. Waren unsere Experten, die Repräsentatoren, etwa tatsächlich Experten? Waren sie tatsächlich weiser als die Meinung des Volkes, des eigentlichen Souveräns? Waren die Repräsentatoren etwa die Philosophenkönige, wie Platon sie beschrieb? Wenn nicht entweder die Philosophenkönige werden in den Staaten oder die jetzt sogenannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren und also dieses beides zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie, eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten und auch nicht für das menschliche Geschlecht, so der Denkerfürst der Antike. Und wie etwa sollte dieser Satz eine Verteidigung der Repräsentatoren oder vielmehr eine Kritik an die offensichtlich mangelnde Expertise unserer Experten und freien Imperatoren darstellen? Oder spiegelt sich in diesem dem Naivling naiv vorkommenden Ausspruch die wohl treffendste Aufforderung zur Lösung der wichtigsten und für unlösbar gehaltenen Aufgabe? Die Aufgabe der Auflösung des auf ewig unvollkommenen Konnex zwischen Wissen und Handlung, zwischen Theorie und Praxis und nicht zuletzt zwischen Aufklärung und Ermächtigung. Die Staatsgewalt und die Philosophie, Praxis und Theorie, der Politiker und der Philosoph
konnten und sollten die eine Verbindung die Probleme der modernen Gesellschaft lösen? Keineswegs sollten Philosophen zwangsweise zu Entscheidungsträgern der Politik erhoben werden. Andererseits konnte es auch nicht darauf hinauslaufen, dass Juristen und Wirtschaftler jene Entscheidungsträger darstellten. Schließlich sind jene Künste auf bestimmte Bereiche beschränkt und keineswegs dazu geeignet, die für die Gesellschaft zusammenhängenden Komplexe innerhalb ihrer Kunst zu erfassen. Aber auch sogenannte Berufspolitiker und Berufsphilosophen waren mit Sicherheit alles andere als die einzig geeigneten Repräsentatoren. Vielmehr war es das, was Handeln und Denken ausmacht, was beide Sphären auf ein höchstes anzustrebendes Niveau anhebt. Eine Konfiguration, die beiden Grundinstanzen menschlicher Freiheit zur Selbsterfüllung führt. Es war das gründliche Philosophieren, aber nicht der Könige, sondern der Gewalthaber, und diese waren keine anderen als das, was der Demos, das Volk, war und ist.